30 Sekunden, ein Stuhl. Wie stark sind deine Beine wirklich? Dieses kleine Ergebnis verrät, wie viel Kraft deine Muskeln haben, wie lange sie dich im Alltag tragen können, beim Treppensteigen, beim Gehen oder beim Wandern und wie sicher du dich bewegen kannst. In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Beinkraft einschätzen kannst, in welchem Bereich du vielleicht noch zulegen kannst und wie du deine Muskeln gezielt stärker machst. Starke Beine machen dich selbstständiger, sicherer und aktiver. Studien zeigen, Menschen mit schwächerer Beinkraft stützen öfter und haben mehr Schwierigkeiten bei alltäglicher Bewegungen, während starke Muskeln dich schützen und helfen, länger mobil zu bleiben. Mit zunehmendem Alter verlieren viele Menschen Muskelkraft, Geschwindigkeit und Power in den Beinen. Oft ohne es zu bemerken. Anfangs merkt man es nur bei kleinen Dingen. Treppensteigen kostet mehr Kraft, längere Wege ermüden schneller und selbst einfache Bewegungen fühlen sich unsicherer an. Deshalb ist es so wichtig, die Muskeln regelmäßig zu trainieren, aber auch zu testen. So weißt du, wo du stehst und kannst gezielt daran arbeiten, stärker zu werden. Und genauso kannst du die Beinkraft testen. Du brauchst nur 2 Dinge. Einen stabilen Stuhl ohne Armlehne, idealerweise mit einer Sitzhöhe von 45 cm und eine Stoppuhr oder Timer, um 30 Sekunden genau zu messen. Der Stuhl sollte idealerweise gegen eine Wand stehen, damit es sich nicht bewegt. Und du wirst dich als erstes hinsetzen. Aufrecht, Mitte eines stabilen Stuhls mit den Füßen fest auf dem Boden. Die Arme verschränkst du vor deiner Brust und hältst sie hier. Und jetzt stellst du einen Wecker oder holst dir irgendjemand, die für dich 30 Sekunden jetzt messen kannst. Und auf das Signal los stehst du vollständig auf und setzt dich wieder hin. So viele Male wie möglich in 30 Sekunden. Achte darauf, dass du deine Beine gleichmäßig benutzt, rechts und links. Gib dein Bestes, aber achte auch auf eine sichere Bewegung. Und das wiederholst du jetzt für 30 Sekunden. Und wenn du gerade jetzt beim Aufstehen bist oder zumindest die Hälfte schon fertig hast, dann zählt auch die letzte Aufstehung. Am besten wiederholst du den Test 2-mal. Mach ein bisschen Pause dazwischen und da kannst du dann deine maximale Leistung sehen. Und dann zu den Ergebnissen. Wie stark sind denn deine Beine? Aber vorher, wenn dir dieses Video gefällt und du lernen möchtest, wie du deinen Körper stärkst, Schmerzen reduzierst und im Alltag beweglicher wirst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit und Kraft. Wenn du eine Frau bist, zwischen 60 und 64 Jahre alt, solltest du mindestens 12 Wiederholungen in 30 Sekunden geschafft haben. Das obere Wert würde bei 17 Wiederholungen liegen. Wenn du jetzt aber 70 Jahre alt bist, dann solltest du mindestens 10 Wiederholungen geschafft bzw. dich im Bereich von 10 bis zu 15 bewegen. Wenn du jetzt ein Mann bist zwischen 60 und 64, dann solltest du mindestens 14 Wiederholungen geschafft haben. Zwischen 14 und 19 wäre jetzt ein Normobereich. Wenn du 70 bist, dann solltest du dich zwischen 12 und 15 Wiederholungen bewegt haben. Wenn deine Werte besser sind als das obere Reich, dann befindest du dich in einem sehr guten Bereich. Wenn deine Werte jedoch schlechter oder im unteren Bereich liegen, ist es ein Zeichen dafür, dass deine Beinkraft nachlässt und dass dein Risiko für Stütze, Einschränkungen oder sogar für ernsthafte gesundheitliche Probleme steigen. Aber keine Sorge, du kannst aktiv etwas dagegen tun und du brauchst nicht viel. Mit diesen 4 Übungen kannst du sofort starten, um deine Werte zu verbessern. Die erste Übung ist für die Wade. Diese Muskelgruppe ist auch extrem wichtig für die Durchblutung deiner Beine. Und um die optimal zu trainieren, stellst du dich vor dem Stuhl
Deine Ferse bleiben auf dem Handtuch drauf. Der Vorfuß ist jetzt fest auf dem Boden. Und von dieser Haltung gehst du dann noch weiter nach oben, hebst ordentlich die Ferse hoch und senkst sie wieder. So weit wie du kannst nach oben und senkst sie wieder. Wichtig bei dieser Übung ist, dass du versuchst, deinen gesamten Körper nach oben Richtung Decke zu bewegen und nicht nach vorne. Was ich sehr häufig bei meinen Patienten sehe, ist, dass sie den Oberkörper nach vorne bewegen und dabei verliert man viel an Effektivität von der Übung. Aufrechte Haltung, ganz weit nach oben, kurz halten und dann wieder senken. Bei dieser Übung solltest du dann mindestens 20 bis zu 30 Wiederholungen durchführen. Das wird dir dabei helfen, deine Wadekraft zu stärken und gleichzeitig tust du etwas Gutes für deine Durchblutung. Im besten Fall schaffst du dann 2 bis 3 Serien von dieser Übung. Nächste Übung für die vordere Oberschenkelmuskel, den Quadrizeps. Das ist eine der größten Muskelmasse, was du überhaupt hast in den Beinen. Und dieser Muskel streckt dir das Knie. Genau das, was du brauchst, um die Treppen hochzusteigen. Mach eine Schlaufe mit so einem Gummiband und in den vorderen Bereich platzierst du dann deinen Fuß drin. Die andere Spitze fest an einen Stuhl dran platzieren oder du machst die Spitze an dem Stuhlbein unten fest. Aus dieser Position aus versuchst du dann das Knie zu strecken und wieder beugen. Bei dieser Übung ist die Schwierigkeit abhängig davon, wie stark dein Gummiband ist. Je stärker oder je höher der Widerstand, desto schwieriger ist auch die Übung. Achte darauf, vor allem, dass du die endgradige Streckung auch gut erreichen kannst. Nicht die Übung auf dem halben Maß aufhören, sondern konsequent bis nach oben strecken, kurz ein bisschen halten und dann langsam wieder runterlassen. 12 bis 15 Wiederholungen sollen das pro Seite werden und im besten Fall schaffst du auch ebenfalls hier 2 bis 3 Serien durch. Denke dran, selbstverständlich solltest du beide Seiten trainieren. Und wieder hier, Stuhlbein auf das Gummiband drauf, die Spitze so weit wie möglich unten. Die Schlaufe, die machst du deinen Fuß so seitlich ran, dass die Spitze so um die Ferse drumherum ist, aber der Zug von außen kommt. Du beginnst gebeugt und streckst dann das Knie komplett nach oben und lässt es dann wieder runter. Strecken nach oben, achte auf die Endstreckung und dann langsam und kontrolliert wieder runter. 12 bis 15 Wiederholungen. Versuche den gleichen Widerstand zu geben. Das heißt, wie stark das Gummiband davor schon vorgezogen ist. Beugen und strecken. 2 bis 3 Serien von 12 bis 15 Wiederholungen. Wir machen weiter mit dem Gummiband, aber jetzt trainieren wir die hinteren Oberschenkelmuskel. Auch diese Muskelgruppe ist extrem wichtig für das Aufstehen und auch für viele andere Aktivitäten des täglichen Lebens. Wieder hier, steig einmal dran. Am besten ist, wenn du versuchst, das Gummiband um die Ferse zu halten. Das wird dir dabei helfen, auch die Übung kontrolliert durchzuführen, weil sehr häufig rutscht das Gummiband weg, weil die Patienten oder die Menschen das viel zu schnell machen. Wenn die Übung unkontrolliert ist, dann ist die Spannung auch unkontrolliert und dann rutscht das Ganze auch viel mehr. Ein Fuß, die Ferse ziehst du da rein und mit der anderen Seite wirst du jetzt auch ebenfalls das um deinen Fuß drüber machen und du hältst die andere Seite auf dem Stuhl fest und jetzt versuchst du, das Knie zu beugen, zu dir nach hinten ziehen und langsam wieder nach vorne. Beugen, nach hinten ziehen und dann langsam wieder die Spannung zurücklassen. Halt es ordentlich fest. Wichtig ist die Übung langsam und kontrolliert durchzuführen. Dann wirst du auch spüren, dass das Gummiband nicht wegrutscht. Wie viel Vorspannung du hast, ist auch entscheidend dafür, wie schwer die Übung wirkt.
Und dann wirst du die Übung so viel Wiederholung durchführen, bis du das Gefühl hast, an der hinteren Oberschenkel, da fängt es an zu ziehen. 12 bis 15 Wiederholungen, beziehungsweise bis du das Gefühl hast, dass die Übung schwer genug ist. 2 bis 3 Serien und das Ganze dann wieder tauschen. Das andere Bein schön nach oben gestreckt halten, das hilft dir auch bei der Dehnung. Und dann ranziehen und langsam wieder zurück. Ranziehen und langsam wieder zurück. Vor allem bei den Beinübungen ist es wichtig, dass du ein Gummiband wählst, das auch schwer ist. Die Übung sollte sich schon anstrengend bzw. anspruchsvoll anfühlen. Beugen und langsam wieder nachlassen. Achte drauf auf die Beinachse. Das heißt, wenn du von oben nach unten guckst, wird dein Knie nicht nach innen abweichen, nicht nach außen abweichen, sondern er bleibt schön in einer Linie. Du beugst das Knie mit Kraft nach hinten. Okay. Und für die letzte Übung machst du mit dem Gummiband so eine Schlaufe. Platzierst du deine Füße, deine Beine besser gesagt, direkt in diese Schlaufe rein, ungefähr auf Kniehöhe. Und jetzt als erstes stellst du deine Beine breit. Die müssen etwas mehr als hüftbreit voneinander stehen. Du sitzt auf die vorderen Anteil von dem Stuhl, schränkst wieder deine Hände vor dein Brust und machst genauso, wie du im Test gemacht hast. Der Unterschied ist nur, dass es mit dem Gummiband hast du schon eine Voraktivierung von dem Gesäßmuskel. Und genau diese Muskelgruppe ist so wichtig für unser alltägliches Leben. Hände verschränkt und dann bis du komplett aufgestiegen bist. Denke dran, die Hüfte komplett zu strecken. Viel zu häufig bleiben die Menschen in dieser halben Beugungsstelle und es ist nicht gut. Streck die Hüfte durch, streck die Knie durch, Hände wieder verschränkt und dann setz dich langsam hin und komm wieder nach oben hoch. Hinsetzen und nach oben hoch. Für diese Übung kannst du die Parameter von deinem Test nutzen. Wenn du maximal 12 Wiederholungen geschafft hast, dann machst du bei der Übung nicht 12, sondern 14. Einfach 2 Wiederholungen mehr als deine Ergebnisse sorgen schon dafür, dass die Muskelkraft in deine Beine steigern. Steigt auch die Ausdauerkraft deiner Muskulatur, damit kannst du länger und besser laufen. Das war der Test und die Übungen für heute. Diese 4 Übungen werden dir dabei helfen, deine Muskelkraft in den Beinen zu stärken. Sorgt auch für bessere Stabilität und im Alltag bessere Ausdauerkraft. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao, ciao!